Digital Regions ist ein Interreg gefördertes Projekt. Das bedeutet, dass der Fokus des Projekts auf dem Austausch von Best Practices liegt, also bewährte Herangehensweisen und Verfahren. Wir haben da einerseits eine Gruppe aus 8 europäischen Partnern, in der jeder in seiner eigenen Region sammelt und an die Gruppe weitergibt. Wir haben da eine Art Pool. Und auf der anderen Seite steht eine Gruppe mit regionalen Stakeholdern, also Akteure aus der Regionalpolitik. Da wären zum Beispiel die Regierung von Oberfranken zu nennen, die Industrie- und Handelskammer, die Wirtschaftsförderung von 3 Landkreisen und dann noch regionale Verbände. Und in dieser Gruppe werden die Ideen diskutiert und herausgezogen, welche Herangehensweisen für Oberfranken sinnvoll sind. Das Projekt ist jetzt fast am Ende angelangt. Das heißt, wir schreiben einen sogenannten Aktionsplan und in dem stellen wir dar, welche Verfahrensweisen für uns sinnvoll waren, welche Projekte und Aktionen jetzt entstehen. Unsere regionale oberfränkische Gruppe hat geäußert, dass sie die Zusammenarbeit und auch die regelmäßigen Treffen sehr geschätzt hat. Das heißt, wir arbeiten da an einer Verstetigung, also an einer Möglichkeit, dass die Gruppe sich weiterhin treffen kann und austauschen über die neuesten Ideen und Vorhaben in der Region, auch wenn das Projekt zu Ende ist. Und zweitens entstehen an Hochschulen wie der in Hof am laufenden Band neue Projekte mit Unternehmen aus der Region. In diesem Prozess haben wir eben unsere Verfahren, Herangehensweisen gegeben. Es gibt auch einige Projekte, die sich da inspirieren haben lassen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Moonrise. Das ist ein Projekt, das im September 2021 gestartet ist. Und in dem Konsortium sind Unternehmen aus Oberfranken, aus Sachsen, 2 regionale Netzwerke und 2 Hochschulen. Und die moderieren gemeinsam die verschiedenen Bedürfnisse und Projektideen der Unternehmen und versuchen, ein gemeinsames Modell zu entwickeln, mit dem man Innovation umsetzen kann. Also zum Beispiel die Digitalisierung der Produktion. In dem ersten Schritt haben wir recht schnell festgestellt, dass die Regionen, so unterschiedlich sie auch sind, doch gemeinsame Herausforderungen haben. Also wir haben Partner in Bulgarien, in Rumänien, aber auch in der Schweiz, in Irland, in Spanien und Portugal. Alle versuchen natürlich in ihrer Region Innovation zu fördern, aber auch Know-how und Ausbildung, Skills von den Menschen in der Region auf den neuesten Stand zu bringen. Zum Beispiel hat unser Schweizer Partner, der Innovationspark in Biel, genauso wie Oberfranken im Zuge von der Regionalanalyse, die wir durchgeführt haben, recht schnell gemerkt. Beide Regionen haben eine Vielzahl an Förderprogrammen, speziell für den Mittelstand, der eben innovative Herangehensweisen oder Lösungen im digitalen Bereich entwickeln möchte. Also da gibt es Förderungen von Oberfranken aus, von Bayern, von Deutschland, von der EU. Aber es ist unübersichtlich, erstens, und zweitens zeitaufwendig und zum Teil auch kompliziert, Anträge zu stellen. Das heißt, Innovationsvorhaben gehen einfach im Tagesgeschäft unter. Wir haben beide, also sowohl die Schweizer als auch wir, beschlossen, dass eine erste Lösung ist, die Möglichkeiten, die es gibt, einfach stärker zu kommunizieren. Zum Beispiel ist in unserer regionalen Aktionsgruppe der Förderlotse der Regierung von Oberfranken, Herr Übelhöher. Zweitens haben wir auf unserer eigenen Webseite auch die Möglichkeit, eine Übersicht über Förderprogramme in Oberfranken für oberfränkische Unternehmen einzusehen. Von Oberfranken aus haben wir insgesamt 5 Best Practices eingestellt. Beispiele wären das Co-Learning Lab, das ist eine Workshop-Serie von der Hochschule, in der es um niedrigschwelligen, also einfacheren Einstiegslevel-Zugang zu Technologie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz gibt. Ein weiteres Beispiel wäre das digitale Gründerzentrum Einstein 1 am Campus der Hochschule Hof und das Projekt Digitaler Fertigungsarbeitsplatz, nur mal ein Beispiel zu nennen. Von der Seite unserer Partner fanden wir für Oberfranken zum Beispiel die slowenischen Fab Labs spannend. Also ein Fab Lab ist wie unser Makerspace, nur größer. Ich habe Technologie zum Anfassen, zum Ausprobieren. Etwas Ähnliches hat der Innovationspark in Biel. Was sowohl die Fab Labs in Slowenien als auch die sogenannten Technology Gateways in Irland gut machen, ist, diese verschiedenen Labs gut untereinander zu vernetzen. Also haben wir uns zum Beispiel mit unserem Makerspace zusammengesetzt und gefragt, wie kann man sich denn besser in der Region vernetzen. Also erstens laufen an der Hochschule Hof gerade mehrere EU-geförderte Forschungsprojekte und Technologietransferprojekte. Insgesamt beläuft sich die Förderung dafür auf 3,5 Millionen Euro. Pro Jahr laufen insgesamt etwa 80 Millionen Euro Förderung aus EU-Fördertöpfen in die Region nach Oberfranken.
eingangs erwähnt, gibt es Technologietransferprojekte. Also wenn ein Unternehmen etwas in der Produktion digitalisieren möchte oder Wasser und Energie, also Umweltthemen bearbeiten oder auch im Bereich Textilien Dinge ausprobieren, haben wir unsere Institute, mit denen gemeinsam Forschungsprojekte gestartet werden können. Und diese Projekte werden eben auch finanziell gefördert, unter anderem durch die EU. Der Vorteil, den Digital Regions hierbei einspeist, ist, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Man kann bewährte Ideen, die es schon gibt, hernehmen und in diese Projekte einbauen. Und wir haben während des Projekts ein Netzwerk aufgebaut, also in der Region als auch europaweit, das man für neue Projekte nutzen kann.